Je suis né le 1er janvier 1925. 101 Jahre. Vous êtes Monsieur Colonel Achille Muller. Jawohl. Und dann wurden wir in die Special Air Service geschickt. Das war diese Elite-Einheit Special Air Service, diese Fallschirmjäger. Ja. Jawohl. Die Fallschirmjäger. Und für den D-Day wurden sie ausgebildet, dass sie da dann im Rahmen von dem Sturm der Normandie damit. Ganz genau. Und kam das Debarquement. Grün, los. Und dann ging ich runter. Was haben Sie da persönlich daraus gelernt aus der Zeit? Kein Krieg mehr. Frieden, sonst nichts. Diese Kämpfe für nichts, die Toten für nichts, nur weil ein Hitler und ein Stalin waren die Schuldige dieses Krieges. Alle Länder, alle Völker, Brüder. Kein Krieg mehr. Frieden, sonst nichts. Ja, wir durften über 1000 Kilometer nach Frankreich fliegen, um dieses einzigartige Interview im Rahmen unseres Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-Jährigen drehen zu dürfen. Der große Dank gilt Monsieur Colonel Achille Muller selbst, Monsieur Oliver Wetze und Monsieur Pierre Perret, die dieses einzigartige Interview möglich gemacht haben. Merci an Sie und vor allem auch an dich als regelmäßigen Zuseher unseres Friedensprojektes. Dieses mittlerweile internationale Friedensprojekt ist nur dank dir und deiner Unterstützung möglich. Merci. Merci. Ich bin der Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte für den Frieden wirst du heute bekommen. Puis-je vous demander votre âge? Je suis né le 1er janvier 1925. 101, so noch. Ja, das sind jetzt 101 Jahre und am 1. Januar werde ich dann 102 Jahre alt werden. Vous êtes Monsieur Colonel Achille Muller. Jawohl. Der Vorname Achille, das ist mein Vater, denn er hatte als deutscher Soldat in Griechenland gewesen während des Großen Krieg 1418. Und er hatte etwas für die Geschichte der Griechen und deswegen hat er mich Achille genannt. Er sagte, meine Familie sagt, ist das ein katholischer Name? Ja, sagte er, denn der Papst damals hieß Achille Ratti, das war ein Italiener. Ach, dann geht's ja. Wenn der Papst Achille heißt, dann ist es gut. Nach Achilles. Achilles, ganz genau. Also bevor wir jetzt zu Ihrer großartigen und einzigartigen Geschichte kommen, ein großes Merci, dass wir heute bei Ihnen in Frankreich sein dürfen, Monsieur, und Ihre Geschichte im Rahmen unseres Friedensprojektes festhalten dürfen. Sie haben gesagt, 1925 sind Sie auf die Welt gekommen, in Vorbach, in der Elsass-Mosel. Ja, in der Mosel, 7 Kilometer von Saarbrücken, Saarland. Und als Kind sprach ich wie die Saarländer. Vorbach sprach genau wie die Saarländer. Aber mein Vater machte so, dass ich Hochdeutsch lerne. Das war nicht einfach,
aber ich habe es getan und bin ihm heute noch, wie sagt man in Deutsch? Dankbar. Dankbar, ja, ganz genau. Wie war das damals so in dieser Zeit aufzuwachsen, die 20er, 30er Jahre, in dieser Zwischenkriegszeit? Wie war das damals so für Sie? Wir sahen das Aufkommen von Hitler. Und warum? Weil eben die, wie hieß noch die deutsche Regierung? Die Weimarer Republik. Weimarer Republik. Die waren nicht bereit, nach dem Kaiser das Land zu führen. Und das wusste Hitler. Und er wurde dann als Kanzler gewählt, ohne Druck, weil die Deutschen eben erstens sagten, wir haben den Krieg verloren, das ist die Schuld vom Kronprinz. Ist es wahr oder nicht, weiß ich nicht. Die dankten das. 40% Leute, die keine Arbeit hatten. Viele Arbeitslose. Arbeitslose. Deswegen wurde Hitler gewählt. Und sobald er Kanzler war, wurde er ein Diktator. Wie sagt man in Deutsch? Diktator. Diktator ist das richtige Wort. Haben Und Sie in 3-4 Monaten anstatt 40% Arbeitsloser, 0 Arbeitsloser, weil die arbeiten mussten. Und die nicht arbeiten wollten, gingen in die erste KZ, Konzentrationslager. Frankreich hat einen Irrtum getan. Die hatten wohl die, wie sagt man noch, la Linie Maginot, aber nicht vor den Belgien. Belgien war ja auf unserer Seite und das war ein Irrtum. Wir wollten die Belgier nicht les vexer. Das war ein großes Irrtum. Die Franzosen glaubten, dass 1418 der letzte Krieg sein musste. Sie sagten, das ist der letzte Krieg. Wir können keinen Krieg mehr haben. Also mentalement waren die Franzosen gar nicht vorbereitet. Und da kamen die deutschen Panzer. Die gingen durch Belgien und Frankreich. Das war etwas, das die Franzosen nicht verstanden haben. wie die Deutschen Frankreich angegriffen haben im Mai 40. Dann mussten die Franzosen rückgehen. Die Engländer hatten dieselbe Angst. Und in Dunkerque war etwas Entsetzliches. Da haben sie sich regruppiert und wurden bei den Deutschen encerclés. Nur eine polnische Division riss aus nach Süden und kam bis hier in Biarritz. Und da war ein britisches militärisches Schiff und ein polnisches. Und die gingen nach England. Ich sage das, weil ich sie nachher traf. Und dann hat es dann diese Teilung gegeben. Der Norden von Frankreich war von Deutschland Ganz besetzt genau. und der Süden von dem Vichy-Regime von Pétain. Und der Pétain war ein Mann, die Franzosen hatten
für diesen Mann eine große Vertrauen. Die sagten, der kann uns doch nicht, er kann doch nur für Frankreich arbeiten. Irrtum. Irrtum. Er sagte wohl, ich gebe meine Person für Frieden Frankreichs. Er war zu alt. Er unterschrieb alles, was die französische Pro-Deutschen wollten, zum Beispiel für die Juden. Er hat alles unterschrieben. So wurden die französischen Juden den Deutschen gegeben worden. Das war entsetzlich. Haben Sie das auch gesehen in Forbach? Ja, auch in Forbach. Wir hatten ein Haus mit zwei, nous avions deux appartements dans notre maison. Und wir wohnten oben und unten hatten wir Juden. Und die wussten, was da vorkommen will. Und sagten das. Meine Mutter konnte das einfach nicht verstehen, aber mein Vater hat dann gesagt, da wird etwas Entsetzliches vorkommen. Und er hatte recht. Und eines schönen Tages sah ich Blätter an alle Straßen. Wir haben ihnen eine Ehre, die Ehre gegeben, Deutsch zu werden. Deutsch zu werden. Und jetzt haben sie die Ehre, in der deutschen Wehrmacht zu dienen. Ja, dienen. Da sagte ich zu meinem Vater, ja, ich bin doch Franzose. Da sagte er, ja, normalerweise, ja, denn niemals hatten die Deutschen und die Franzosen irgendwie gesagt, dass die Moselle und Elsass deutsch werden. Das ist eine Decision von Hitler. Weil die Mosel ist annektiert geworden. Ja, ganz genau. Und dann am Anfang 1942 wurde das offiziell. Und mein Vater war Eisenbahner. Er hatte noch die französische Uniform bis Anfang 1942. Und dann bekam er eine deutsche Uniform. Sehr schön. Und er sagte, Gott im Himmel, wir sind doch Franzosen. Und dann haben wir verstanden, dass jetzt alle Lothringer und Elsässer deutsch werden. Volksdeutsche. Volksdeutsche, keine Reichsdeutsche. Nein, das musste man wissen. Am Anfang hatte ich nichts gemerkt. Ich bekam Papiere, Volksdeutscher. Ich glaubte, alle Deutsche hätten das. Später habe ich aber gesehen mit deutschen Kameraden, dass die Reichsdeutscher sind. Also sind wir etwas unter den Deutschen, aber mit der Flinte gegen die Russen waren wir alle egal. Es waren die Malgrenu, wo die ganzen... Ganz genau. Dann sagte ich so, Vater, ich gehe weg. Wo willst du hingehen? Nach England? Ich habe gehört, da ist ein General, der heißt de Gaulle. Haben Sie damals diese Ansprache gehört von de Gaulle am 18. Juni 40? Haben Sie die gehört irgendwo im Radio oder nicht? Nein, wir konnten nicht England haben, weil Saarbrücken hatte eine sehr laute Einen starken Sender, Störsender. Ja, aber wir hatten das gehört. Bouche à oreille, wie man in Französisch Mundpropaganda. sagt. Ja. Le gouvernement français a demandé à l'ennemi à quelles conditions honorables
un cessez-le-feu était possible. Il a déclaré que si ces conditions étaient contraires à l'honneur, la dignité et l'indépendance de la France, la lutte devait continuer. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Voyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Dann sagte ich zu meinem Vater, also ich will ausreisen. Ich will zu de Gaulle gehen. Meine Mutter so weinte, das ist doch nicht möglich. Du hast durch Frankreich, Spanien zu gehen, bevor du nach Gibraltar kommst. Und von Gibraltar natürlich nach England. Ich habe da was mitgebracht. Schauen Sie mal. Das ist Ihr Bild mit dem Fahrrad. Ja, mit meinem Fahrrad, stimmt schon. Ist das, bevor Sie ausgerissen sind? Ja, und ich bin mit dem Fahrrad fortgegangen. Und damals, Ziel, nach England zu kommen. ja, aber damals waren die Fahrräder sehr, sehr teuer und jedermann konnte ihn nicht bekommen. Ich weiß nicht, wie mein Vater getan hat. Jedenfalls hat er mir dieses Fahrrad gekauft. Und vorher haben Sie noch einen Brief geschrieben, der Feldkommandatur. Ja, da sagte ich, dass ich Franzose bin und also in das französische, ich habe nicht gesagt wo, in die französische Armee gehen, weil ich eben das älter haben. Und mein Vater und meine Mutter wussten nicht, wo ich hingehe. Weil Sie sind eigentlich desertiert, kann man sagen. Für die Deutschen waren Sie ein Deserteur, kann man sagen. Ganz genau. Und habe ich dann einen Brief geschrieben an die Kommandantur. Ich gehe nach Frankreich. Ich habe das älter, Soldat zu sein, aber meine Eltern wissen das nicht. Ich habe ihnen nichts gesagt. So wurde mein Vater vorgeladen? Ja, er bekam einen Brief, er soll sich an die Kommandantur vorstellen. Da hat mein Vater die deutsche Eisenbahnuniform angezogen und hatte noch seinen Militärpass vom letzten Krieges. Der hatte das behalten, weil das eben ein
Andenken war und kam dahin und zeigte sein Militärbuch. Dann sagten die, ja, wissen Sie, dass Ihr Sohn fortgegangen ist? Ausriss. Nein, sagte mein Vater. Und so wurde er nicht arrestiert. Denn die sagten wohl, die Jungen, die nicht an die gute Adresse vorstellen, damit sie Soldaten werden, sind die Eltern, Dran, die kommen auch ins KZ. Also schuldig. Und mit dem Brief und seine Vorstellung, es war nicht seine Schuld. So hatte er nichts Also er hat keine Schuld gehabt. keine Schuld gehabt. Das heißt, am 14. Juli 1942, am französischen Nationalfeiertag, haben Sie den Schluss gefasst, jetzt Ganz genau. aus Protest auch, genau am Nationalfeiertag, jetzt ist Schluss. Ich habe mein Fahrrad genommen, in den Zug getragen und bis die neue Grenze in Gravelotte, wo ich einen Onkel hatte. Und dann sagte ich ihm, was mir da vorkommt. Und ob der einen deutschen Soldat kennt, der die Grenze Wo Sie durch können irgendwie. Denn die alten Männer oder die Männer, die viele Kinder hatten, statt nach Russland zu gehen, waren die auf der Grenze, hatten die Pflicht, die Grenze eben zu beschützen. Und mein Onkel hatte ein Hotel und gab zu essen. Und da sagte ich, Onkel, kennst du einen Deutscher? Er sagte, ich kenne viele. Spreche mit den Kerlen und da machst du, was du willst. Und da traf ich einen Deutscher und sagte, haben Sie Butter für die Kinder? Ach Gott im Himmel, sagte er, Butter, wir hatten wohl die Ticket de Rationnement, aber Butter, das ist etwas. Also dann sage ich, auf der anderen Seite kenne ich Leute, die haben Butter. Kann ich über die Grenze gehen und ihnen Butter zu kaufen? Da sagte er, Gott im Himmel, jawohl. Also da kommen Sie mit Ihrem Fahrrad in der Nacht, genau um diese Zeit, da werde ich die Barriere hoch machen. Die Kameraden werden das wissen. Da fahren sie über die Grenze und sagen nichts. So bin ich auf der anderen Seite. Wenn ich das erzähle heute in den Schulen, da müssen die Kinder lachen. Ich sagte immer, er wartet noch der Butter. Aber ich hoffe, dass mein Onkel bei den Bauern der Gegend Butter gefunden hat. Der hat ja sein Leben in die Sache gemacht. Der hätte die SS das gewusst, wie ist das noch? KZ gehen, ja. Dann auf der anderen Seite da ging ich zu den Gendarmen. Das sind ja Militär. Das war jetzt dann schon im besetzten Frankreich, wo Sie jetzt dann sind. Ja. Und Sie konnten schon Französisch, weil die Großmutter mit Ihnen schon gelernt hat vorher, weil Sie nicht in die deutsche Schule gegangen sind, nur als Kontext. Ja. Deswegen konnten Sie jetzt auch schon Französisch und auch schon Englisch sprechen. Sie waren schon dreisprachig, wie Sie. Englisch nicht sehr, aber Französisch. Aber fließend Deutsch damals und war in der französischen Schule.
Und auf der französischen Seite ging ich zu den Gendarmen und sagte, was ich getan habe. Und was Ihr Ziel ist? Ja, und dann haben die gesagt, hör mal, hast du deutsche für Essen Lebensmittelkarten. Lebensmittelkarte? Sagte ich, ja, da ist sie. Fein, das nehmen wir und geben Ihnen die französische Karte. Das war dasselbe in Frankreich, nur in Französisch. Und jetzt aber sind sie noch nicht aus. Das ist eine Gegend, die Deutschen sind hier. Sehr wenig. Aber wenn die sie treffen, sind sie verloren. Dann müssen sie jetzt in der Gegend Frankreichs, wo die Deutschen nicht sind. Und das ist eine zweite Grenze. Und dann sagten die, aber nicht ein großer Bahnhof, das sind überall Deutsche, sogar in Zivil, sucht einen Bahnhof für Dörfer. Das habe ich so eben gelesen. Denn damals hatten jedes Waggon von den Zügen, da waren die Namen, wo man aussteigen konnte. In Besançon sind Sie mit dem Zug runtergefahren bis zum Fluss Doubs. Ja. Ich sagte, das ist ein Dorf. Das könnte etwas für mich sein. Den Doubs, das ist ein Bach, ziemlich breit. Das war die Da Demarkationslinie. fand ich ein Restaurant, ging hinein und sagte, kann ich ein Zimmer haben und zu essen? Die Dame, die hat gesehen, was ich wollte. Da sagte sie, Sie wollen auf die andere Seite gehen. Ich habe nicht lügen können, konnte ich nicht lügen, sage ich. Ja, stimmt schon. Sagte, gut, gehen Sie in ein Zimmer, Sie werden zu essen haben und ich kenne einen Mann, der Sie auf die andere Seite bringen werden. Und ein junger Mann wird kommen dafür. Ja, ich habe gewartet, sie bekam zu essen und kam ein Kerl von 13, 14 Jahren und sagte, Sie wollen über die Grenze gehen. Ja, das will ich. Also, da nehmen Sie Ihr Fahrrad rechts und an der Straße werde ich warten und Ihnen sagen, wo zu gehen. Das habe ich getan und habe den Jungen getroffen, hat mich sein Vater vorgestellt und der sagte, ja, ich kann Sie auf die andere Seite bringen. Ich habe schon einen Mann und eine Frau und 2 Kinder, die auch auf die andere Seite gehen. Ich dachte, ja, und das kostet? Ja, da können Sie ja Bicyclette, Das Fahrrad. Fahrrad dafür geben. Ein Fahrrad für die andere Seite gehen. Ja, Sie haben keine andere Lösung. Entweder geben Sie Ihr Fahrrad oder Sie gehen alleine. Gut, ich gab mein Fahrrad. Die Freiheit war die erste Richtung. Und da fand ich dann diese Eltern mit den 2 Kindern, das waren Juden. Das habe ich sofort gesehen. Denn wir hatten so viele Juden in Vorbach, das sahen wir ohne Irrtum. Es waren also Juden mit 2 Kindern.
Gut, da kam ein Mann, der sagte, jetzt folgen Sie mir, die Deutschen gehen immer an derselben Seite dem Fluss entlang. Und das war ein Irrtum, sagte er. Also wenn das Boot vor uns vorbeifährt, haben wir eine halbe Stunde für die andere Seite zu gehen. Gut, unterwegs, das war ein Wald und viel Schlamm. Und die gute Frau hatte kleine, schöne Stöckelschuhe. Schuhe mit hohem Absatz. hohen Absatz. Das machte in dem Schlamm viel Schwierung. Und dann sagte ich, gut, nehmen Sie Ihre Schuhe, machen Sie sauber, ich kümmere mich um die Kinder. Dann hatte ich den Kleinen auf den Rücken genommen und der Größere mit den Beinen auf meinen Schulter. Rücken Rückenschulter. ja, genommen. Da waren die zwei sehr zufrieden und ich ging vorher und die folgten mir. Kamen wir endlich ans Wasser und da sagte der Mann, jetzt müssen wir warten, da kommt ein Boot So, von der anderen Seite und der wird sie nehmen. So ging es. Auf der anderen Seite konnten wir auch unsere Schuhe mit Wasser sauber machen und dann sagte der Bauer, ich kann Ihnen Essen geben, aber jetzt müssen Sie mir so viel Franken geben. Da sagte ich, aber ich habe mein Fahrrad gegeben. Der andere sagt, ja, das ist seine Sache, nicht meine. Dann hat der Mann gesagt, ich bezahle für den jungen Kerl, der hat uns geholfen. Und so hatte ich nichts zu bezahlen. weil Sie waren ja auch erst 17,5 Jahre, nicht einmal 18 Jahre noch, wie Sie da weggeflüchtet sind. Ja, Sie waren ein junger Kerl. Ich war ein junger Kerl, aber nicht dumm. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du fortgehst, behalte diese Idee. Mit vielen Kameraden, im Falle die Kameraden rechts umgehen wollen und du hast die Idee, links gehen wollen, geh links. Kümmere dich nie um die Ideen der anderen, folge deine Idee. Das war ein gutes Brat, würde ich sagen mal. Ratschlag. Ja. Und das hatte ich immer habe ich habe das nie vergessen. Die können rechts gehen, ich will links, also gehe ich links. Von davon ging ich dann zu Fuß bis die erste Eisenbahnstelle und ging nach Lyon. Ich dachte ich bin freier Mann. In Lyon musste ich französischen Ausweis haben. Ich hatte nur einen Deutscher. Ging ich zum Kommissar de Police, sagte zu der Sekretärin, ich brauche französische Papiere.
Wieso? Haben Sie keine französischen Papiere? Nein, ich komme von Deutschland, also von Lothringen. Da sagte ich, der Kommissar wird nicht sehr freundlich sein mit Ihnen. Aber dann ging sie zum Kommissar, ich hörte etwas harte Stimme und dann sagte sie, der Herr Kommissar will Sie doch treffen. Ich gehe in sein Büro und er sagte, was kommen Sie hier in Frankreich unser Brot essen, wenn wir unsere Jungen nach Deutschland schicken, für die Deutschen zu helfen? Ulla, das war für mich eine Entdeckung. Da habe ich eben den Esel gemacht. Das suchte ich nicht, ja, nur ich wollte hier Familie treffen und bin bisher gekommen, das war ja ganz falsch. Und er gab mir doch einen Ausweis. Aber da habe ich verstanden, dass ich niemandem Vertrauen geben. Und ich fand in einem Geschäft ein Anzeigen, da war eine Croix de Lorraine und darunter du Chardon, ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt. Und das Wort Kissifrotzipik. Wer sich daran drückt, der wird das Pik, ich weiß das Gestochen. Nicht, gestochen, ja. Und habe das auf meine Weste genäht. Also, weil das hat Ihr Vater auch gesagt, auch den Ratschlag, dass Sie immer ein Abzeichen. Und da brauchte ich ein Zimmer. Und da war eine Organisation für die Leute, die keine Wohnung hatten. Und da sagten die zu mir, ja, wir haben 2 Möglichkeiten. Die haben keine Frage gestellt. 2 Möglichkeiten, ein Zimmer zu finden und zu essen für wenig Geld. Damals 6 Franken für ein Essen. Das war entsetzlich. Aber ich fand ein Zimmer. Das war eine junge Frau, die sagte, sind Sie Kommunist? Ja, ich kümmere mich nicht um diese Sachen. Ich bin Kommunist. Und ich wusste, dass Hitler mit Stalin einen Pakt für Polen zu besetzen. Ich habe es aber nicht gesagt. Jetzt muss ich jemanden finden, der mir hilft, bis Spanien zu gehen. Und da hatte ich la Chance, einen Mann zu treffen, der sagte, oh, schön, diese Lothringer Kreuz. Ich sagte nichts. Er sagte dann, ich möchte Sie kennenlernen. Sehr, 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 sehr nett von Ihnen. Und dann gingen wir in ein Bistro, haben ein Bier getrunken, das war nicht sehr gut. Und er wollte unbedingt wissen, warum ich das Lothringer Kreuz hatte. Da sagte ich musste doch weitergehen. Ich bin Gaullist. Ach was, sagt er, ich bin der Chef einer Gruppe de Résistance. Und wenn Sie wollen, kommen Sie mit mir. Das war aber ein Glück für mich.
Dann habe ich die ganze Sache erzählt. Er sagt, wunderbar, eines Tages werden die Deutschen hierher kommen. Das ist eine Notwendigkeit für die Deutschen. Und ich bin der Unteroffizier, der sich für 10 Mann kümmert, und wir haben Waffen. Wollen Sie mit uns arbeiten? Sagte ich wohl, ja. Und das war ein Metzger, hatte keine Kinder, eine nette Frau. Da konnte ich jeden Sonntag ein Steak essen mit Frit. Die gute Frau hatte keine Kinder und hatte vielleicht für mich ein Gefühl. Da muss ich doch denken, das ist eine gute Sache. Und eines Tages sagt er, die Deutschen kommen, jetzt musst du ausreisen. Und stellte mir einen Franzose, der in England wohnte und kam hier nach Frankreich, um der französischen Armee zu dienen. Ich kannte ihn nicht. Und er sagte, jetzt musst du in ein neues Haus gehen mit diesem Kerl. Da war auch ein junger Spanier. Dann warten Sie dazu, bis ich Ihnen sagen, nach die spanische Grenze zu fahren. Er hat uns Geld gegeben und eines Tages sagte er, die Deutschen kommen, jetzt aber los. Aber die Deutschen gingen schneller als wir. Als wir an die spanische Grenze kamen, waren die Deutschen schon dort. Jetzt ist ganz Frankreich besetzt geworden. Jetzt war nicht mehr getrennt, jetzt war ganz Frankreich besetzt. Jawohl. Da fanden wir ein Hotel, hatten für jeder ein Zimmer, denn der gute Herr hat uns Geld gegeben und sogar eine Pistole, ein Revolver, kleines Modell. Er sagte, behalten Sie diese Pistole, das kann Ihnen irgendwo und vielleicht helfen. Aber am Abend haben wir gegessen und da waren deutsche Soldaten im Saal. Und was ich nicht wusste, der Kerl trank zu viel Wein und war schließlich betrunken. Und da schreite er, die Deutschen sind Teufel, wir müssen sie schicken nach Deutschland. Und da waren 2 deutsche Soldaten, die haben ihn genommen und er hat gesagt, ich in Deutsch, kümmern Sie sich nicht um diese Kerle, ich kümmere mich um ihn. Und ich sprach ein gutes Deutsch damals. Dann haben die den Kerl losgelassen. Sie dachten, ich sei Deutscher. Wahrscheinlich also in Zivil. Und dann habe ich den Kerl in sein Zimmer geführt und sagte, ab jetzt habe ich das Wort. Sie sagen nichts mehr oder ich gehe weg und lasse sie, wo sie sind. Denn der sprach kein Deutsch. Und haben wir eine Karte genommen, wo ist das erste Dorf an der Grenze. Und das war Prats de Moyaux.
Ich kannte diese Station nicht, die zwei andere auch nicht. Und dann haben wir einen Autobus genommen und gingen bis Prats de Moyo. In Prats de Moyo machte ich genau, was ich gemacht habe an der deutsch-französischen Grenze. Und gang wieder zu den Gendarmen. Aber da habe ich wieder gesagt, warum ich da bin, und habe ihnen sogar meine Pistole gezeigt. Da haben die Gendarmen gesagt, gut, wir kennen einen Mann, der sie über die Grenze führen kann. Haben Sie Geld? Nein. Also, da haben sie Geld, die haben sich wahrscheinlich zusammen ein bisschen Geld gefunden. Und da sagte ich, uns eine Pistole. Gut, den behalten Sie, und wenn Sie auf der anderen Seite sind, der Kerl, der Sie dorthin führt, den geben Sie Ihre Pistole und sagen, er soll die Pistole uns zurückgeben, dann wissen wir, dass Sie in Spanien sind. Die erste Nacht haben wir gegessen bei Bauern. Da habe ich gesehen, dass die Spanier sehr, sehr schlechtes Leben hatten. Die waren arm. Die hatten zu essen des Oignon und Wein zu trinken und Schwarzbrot. Die Nacht nachher sagte der Mann, der uns an der anderen Seite bringen sollte, ich habe Angst, denn hier sind deutsche Patrouille und spanische Patrouille, die für Deutschland arbeiten. Denn Hitler wollte nach Gibraltar gehen mit den deutschen Soldaten. Der Franco sagte aber nein, das kann ich nicht tun, denn dann bin ich im Krieg. Spanien war grundsätzlich neutral, aber eher auch faschistisch. Ja, aber die Deutschen haben dann die Spanier gedrängt, er solle alle Deutschen, die über die Grenzen gehen, den Deutschen zurückschicken, und er konnte nicht Nein sagen. Und da der Mann, der uns hier über die Grenze führte, dem hatte ich die Revolver gezeigt. Da sagte ich, entweder kommen wir beide auf die andere Seite, oder da habe ich 6 Kugeln. Eine für Sie, wenn Sie uns den Deutschen oder den Spanier ausliefern, und die anderen sind für die Spanisch oder Deutsch, die mich arresten wollen, die schieße ich ab. Das war ein Traum, aber da hat er Angst. Jedenfalls auf der anderen Seite sind Sie rübergekommen, nachher dann über die andere Seite? Ich habe gesagt, jetzt gehe ich zuerst und ihr zwei, ihr bleiben hier, damit ich einen Zug finde. Die andere habe ich gesagt, Sie warten und nehmen den Zug nach meinem. Und hier ist die Pistole, die geben Sie den Gendarmen, wenn Sie zurück sind. Das ist das Beweis, dass ich in Spanien bin. Da wurde er ganz weiß und ich ging in den Zug, sprach kein Spanisch. Dann machte ich so, als ich würde schlafen. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Und das war voll Spanier. Und die machten Spaß,
erzählt eine Geschichte, ich machte den Kerl, der schlief. Da kam natürlich die Polizei, die hatten dann, sprachen mit den anderen Leuten und haben mir keine Papiere verlangt. Und da kam ich nach Saragossa. Und dort ging ich in die englische Konsulat. Hatte meine Geschichte da erzählt. Da sagten die, da haben sie aber wenig die Möglichkeit, bis Gibraltar zu kommen. Denn zwischen Spanien und Gibraltar, die Grenze ist zu. Aber Sie werden schon sehen, haben mir Geld gegeben, spanisches Geld, und nach Madrid geschickt. Ich komme Madrid, ging ins englische Konsulat, sagten die zu mir, wir haben Befehle und Geld für die Leute wie Sie. Und wir werden Sie irgendwie verstecken. Wir haben Leute, die wir kennen, da bleiben Sie 2 Tage jedes Mal und dann kommt ein Mann, der heißt Brett. Brett, das heißt in Deutsch ja, Brett. Also ein Brett. Ja. Das konnte ich nicht vergessen. Nach den 2 Tagen kam Brett für eine andere Adresse. Das war aber in der Stadt bei einem Mann, der ziemlich reich war. Schöne Wohnung. Und dann auch, der war bezahlt wahrscheinlich für das. Und nach 2 Tagen kein Brett. Dann sagte ich, ich gehe fort. Nein, 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 Sie können nicht fortgehen, Sie müssen unbedingt hier bleiben. Die kannten aber nicht der Achille. Ich riss aus und ging an die englische Konsulat. Da sagten die, ach Gott im Himmel, Sie sind der Einzige, der noch frei ist. Die anderen sind verschwunden mit dem Brett. Das war ein Kanadier. Er arbeitete im Bauerngebiet. Sehr, sehr pauvre. Arm. Also hat er für Geld wahrscheinlich die Leute an die spanische Polizei gegeben. Ja, da hat wahrscheinlich Geld gebraucht. Gut, dann sagte ich, ja, was tue ich jetzt? Ja, wir haben keinen Mann mehr, der sie irgendwo leitet. Dann gehen sie die amerikanische Botschaft. Ja, ganz genau. Ich komme dorthin und sage sofort, ich will aber nicht nach Amerika gehen. Das war das Amerikanische. Und er sagt, nein, Sie gehen, wo Sie wollen. Aber jetzt sind Sie unter unserer Pflicht. Dann haben sie mich, ich weiß noch heute den Namen, Calle Sagunto, das war eine Klinik für Tontos, für Leute, die den Kopf nicht mehr ganz... Und der Arzt, der Spezialist, sagte zu mir, ich weiß wohl, was Sie sind und wo Sie gehen wollen. Ich war seit der Spanischen Revolution für die Republik. Aber Franco hat nicht genug Ärzte, Spezialisten für
Leute, die nicht mehr rund gehen. Und also bin ich frei. Und jetzt werden sie gut essen und warten, bis die Leute, die nach England gehen wollen, nach Gibraltar, da warten sie hier. Das war sehr schön, denn die ganzen Leute, hauptsächlich die Infirmières, wussten das. Ja, sagte ich, was muss ich tun, dass sie nicht mehr ganz rund gehen, da machen sie, was sie wollen. Dann spielte ich ein Pilot und machte wie ein Pilot auf mein und machte also Cracker. Aber die wussten alle, dass es nicht wahr war. Aber ich habe gut gegessen. Und die jungen Frauen fanden, dass ich ein netter Kerl war. Ich hatte alles, was ich wollte. Ich konnte essen mit dem Arzt und in die Küche gehen und noch etwas kriegen, denn ich hatte Hunger. Und eines Tages sagte der Arzt, jetzt gehen Sie gegen den Süden. Wie, weiß ich aber nicht. Das ist ein Autobus. Die Leute, die drin waren, kannte ich nicht. Und er sagte, da ist ein französischer Hauptmann oder Major, der hat Geld und wenn Sie nach Süden fahren. Da habe ich auch etwas gesehen. Ich war ganz am Ende des Autobusses und sah unterwegs, das war in der Nacht, da waren spanische Polizei, Halt, Tür auf, dann sprachen die Spanisch, ich habe nichts verstanden, und der französische Offizier, in Zivil natürlich, holte Geld, gab das der Polizei, die haben gegrüßt, die Tür zu, die waren so arm, dass sie das machten. Und ihre, ich will nicht sagen Leben, aber Position verlieren. Und dann kamen wir bis Algeciras, das ist eine Stadt vis-à-vis von Gibraltar, aber spanischer Seite. Da fand ich Leute, die ich nicht kannte, 2 Kerle. Die sagten zu mir, wir wollen nach Nordafrika gehen. Und ich sagte ihnen ohne Angst, ich will nach England gehen. Das war uns das machte keinen Unterschied. Und eines Tages kam der Mann, das war ein Franzose, der war Ingenieur, der sich um Züge und hauptsächlich wo der Zug geht. Gleis. Ja. Schiene. Und der hatte die gute Idee, er hatte eine spanische Frau geheiratet, anstatt zurück nach Frankreich gehen, er blieb dort. Gute Idee. Eines Tages kam er und sagte, heute können Sie nach Gibraltar gehen. Dann gingen wir ans Meer, da war ein Fischer, der nahm uns auf sein Fischerboot und ging nach Gibraltar. Aber unterwegs
halb, 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 halbe, dies tun, Halbe Strecke. halbe Strecke, ja. Hielt er, machte sein Motor auf und sagte, ich kann nicht weitergehen. Jetzt müssen Sie hier warten, bis ein Boot, alliierte Boot, euch nehmen kann. Und da sagte ich zu den anderen, haben Sie etwas Feuer für Zigaretten zum Beispiel? Die sagten ja. Und ich kannte Morse. 3 Punkte, 3 lange, wieder 3 Punkte, SOS. Das habe ich gemacht. Und 5 Minuten später kam ein Boot mit einem Licht. Da sagte ich den anderen, jetzt müssen wir sagen, wer wir sind. Haben wir die Marseillaise gesungen, aber hart. Und da kam ein Leiter aus Weich, nicht hart, auf unser Kopf. Dann ging ich hoch und das waren keine Engländer, das waren Amerikaner. Das sahen wir so wohl, weil die Soldaten hatten den weißen Bob und der Offizier war ein Amerikaner. Und die waren so nett, die hatten für uns 3, für jeden ein Paket Zigaretten und eine Tasse Kaffee. Da sagte ich, jetzt sind wir frei, fertig. Wir kamen nach Gibraltar, da wurden wir an einen Hauptmann vorgestellt, der nahm unsere Namen ohne zu fragen, was wir wollten und wo wir hin wollten. Das fand ich komisch. Jedenfalls hat er uns in eine Kaserne geschickt, wo wir schlafen konnten und als Befehl, morgen früh wird ein französischer Offizier kommen und sie mitnehmen. Morgen, der britische Offizier fand uns und sagte, ja, der französische Offizier ist da. Das war ein Marinenoffizier. Sofort folgten wir diesem Mann bis ein Haus, das war wieder wie in Madrid, aber französisches. Und die haben auch gefragt, wie wir heißen, ohne weiteres. Dann gingen wir an den Strand und fanden ein Boot mit einem blau-weiß-rote Fahne und ein französischer Matrose mit seinem Weiß und der Rose Pompon. Da glaubten wir, das sind eben Franzosen und die gingen an ein französisches Schiff und wir kamen dann auf das Schiff und ein französischer Matrose sagte, der Kommandant will Ihnen sprechen. Wir gingen dann zu dem Kommandant, der sagte uns, wenn einer von euch zu de Gaulle gehen, mache ich ihn gefangen. Wir haben aber nichts gesagt. Und als ich wieder
rauskam, sagt ein französischer Matrose, wenn einer von euch de Gaulle nach England gehen soll, warte die Nacht. Ich werde sie über Bord führen, denn wir wollen Kohle machen. Da haben wir nur noch 100 Meter zu schwimmen. In der Nacht kam er, jetzt aber los, sonst gehen Sie in Nordafrika und unser Pascha, da gehen Sie ins Gefängnis. Sprang über. Und das war am 1. Februar. Das Wasser war nicht sehr warm, aber ich war ein guter Schwimmer, kam wieder an Bord, wurde aus dem Wasser gezogen vom selben englischen Unteroffizier. Da kamen wir zu demselben Hauptmann. Da sagte ich, oh Gott im Himmel, warum haben Sie nicht gesagt, gestern, Sie wissen, dass ich nach England gehen will. Das haben wir nicht zu tun. Das ist verboten. Ja, der Franzose macht, was er will. Ja, ich will aber nach England gehen. Dann warten Sie und da ruft, zuerst ziehen Sie sich aus, gehen Sie in ein Bett und damit die Kleider Wasser abgeht. Und dann ruft er einen Mann an, da habe ich das erste böse Wort gehört. Und am anderen Tag kam ein großer Hauptmann, der sagte, ja, ich bin ein Gaullist, aber ich bin zu spät in der Kaserne gegangen und dieser Französische ist ein Vichyst. Ja, das konnten wir nicht wissen. Dann habe ich auch noch gesagt, aber das ist doch eine Dummheit. Warum hat der Engländer nicht gesagt, dass er nichts zu tun hat mit de Gaulle? Dann endlich gab er mir eine englische Uniform mit ein Band, das France. Da habe ich das angenäht. Da sagte ein Kerl, hast du in der Marine gedient? Gedient, ja. Sagte ich, nein, aber meine Mutter hat mir das, ich war eben das einzige Kind und sie hätte ein Mädchen wollen. Dann habe ich zu Küchen gelernt, und auch das zu tun. Und dann hat er gesagt, jetzt werden Sie engagieren und Sie riskieren nichts mehr. Da wurde ich in englischer Uniform, aber mit Frankreich, France auf dem Mantel und der Weste. Und er sagte, im Falle die anderen Sie angreifen wollen, dann schreien Sie Help. Egal, jeder britische Soldat wird Sie helfen, aber das kam nicht vor. Ich ging wieder in dieselbe Kaserne, da lachte der Unteroffizier und sagte, ach, er hat den Entschluss genommen, mit uns zu kämpfen. Nach 4 oder 5 Tagen
wurde uns gesagt, jetzt gehen Sie auf ein Schiff, Truppentransport bis England. Das war aber ein weiter Weg. 6 Tage lang mussten wir so vorgehen wegen den deutschen U-Booten. Aber wie ich sagte, sind sie wahrscheinlich in Urlaub. Wir hatten kein U-Boot gefunden, aber die meisten Engländer oder die Franzosen, die da auf dem Schiff waren, waren alle krank. Denn wenn das Schiff nach links musste er auf dieselbe Seite hängen und auf der anderen nach rechts. Und die Boote, die uns verteidigten gegen die U-Booten, schickten das explodierte im Wasser. Das machte einen großen Lärm. Lärm, ja. Also im Schiff, das war entsetzlich. Und ich fand, dass erstens das stinkt, die rauchten, wir waren viele und der Lärm von der Explosion von den Granaten, da dachte ich gehe oben auf den Deck, habe meine Sachen genommen und oben hingegangen und die schliefen, wir schlafen wie alle Matrosen. Ich weiß nicht, wie das sind deutsche Herren. Das hängt man dann auf die Seite. Auf die Hängematte. Eine Hängematte, ja. Die ging so wie das Schiff. Da konnte man schlafen. Ging oben hin und habe das, ich weiß nicht an was, angehängt. Und da kam ein Unteroffizier und sagte, "How are you? What do you do here?" Dann sagte ich, "French." Er sah das auf meinem Mantel. Ach Gott, sagte er, das war ein Amerikaner, kein Engländer. Gut, bleib hier, ich verstehe. Und bis England konnte ich das tun. Ich ging unten zu essen und in der Nacht wieder oben. Und der hat seinen Kameraden gesagt, wer ich bin. Und alle kamen nur und sahen, Franz, das war ganz gut. Ich komme nach England. Wir hatten jeder eine Nummer. Wir gingen raus auf das Schiff, auf den Boden, der Quai, ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt. Und sah ich ein englischer Unteroffizier, der sagt, Nummer so und so, kommt mit mir. Wir werden jetzt in eine Patriotic School gehen. Ich sagte, Gott im Himmel, Patriotic School, das ist wunderbar. Aber als ich dort endlich war, habe ich gemerkt, dass es war ein großes Haus, aber mit eingezäunt. Ja, mit den Stacheldraht bewacht. Stacheldraht, ganz genau. Und da waren Mirador mit Kerle, mit der Flinte und wahrscheinlich Munition in der Flinte. Da sagte ich, Gott im Himmel, das ist ja ein Gefängnis. Da sagte er, nein, 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 nein. Hier
werden wir das Notwendige tun, im Fall Sie ein Feind sind, werden Sie erschossen. Wollen Sie mit uns kämpfen, werden Sie wieder frei sein. Und da kam ein Hauptmann und hat mich gefragt, wie ich bisher kam, von Forbach bis Gibraltar. Habe ich das jetzt erzählt. 3 Tage später in Französisch. Genau dieselbe Fragen. Und die haben mich dort behalten 72 Tage lang. Und da habe ich verstanden, dass in diesem Haus wurden die Spionen entdeckt und sofort erschossen. Aber am Ende haben sie gesagt, sie sind ein Mann, der wirklich nach England kam, um mit uns zu kämpfen. Viel später, ja, das wusste ich nicht. Ich habe wohl die 3 Bleu, Blanc, Rouge, aber wusste nicht, dass die Flagge von der Freien Frankreich. Force Française Libre. Ja. Und nach 72 Tagen haben sie mich nach London geschickt, habe ich sogar die Ehre, de Gaulle zu treffen. Wie war das, wie Sie Charles de Gaulle getroffen haben? Sehr nett. Obwohl der Mann sehr groß und ich klein, er fragt dieselbe Frage an jeden Mann. Und man sah, dass er an etwas anderes denkte. Ich wollte Pilot werden. Also habe ich mit einem neuen Engagement unterschrieben und gesagt, ich will Pilot werden von Jäger. Kampfpilot. Kampfpilot. Da sagte mir ein Major, wunderbar, Sie werden nach Amerika geschickt für 2 Jahre, dann kommen Sie zurück, ein perfekter Pilot. Was, sagte ich, 2 Jahre. Aber vor 2 Jahren werden wir wahrscheinlich nach Frankreich gehen. Das können Sie ja nicht wissen. Ja, das Gefühl habe ich. Ja, was haben Sie anders als Pilot? Weil ich will nicht nach Amerika gehen. Sie wollten Frankreich befreien als Erster. Ja, also sagte er, ja, da können Sie auf die Bomber Schießer werden oder alles, aber nicht Pilot. Haben Sie nicht ein anderer? Er sagte, doch, wir haben die Fallschirmjäger. Das sind aber alle, jawohl, die Fallschirmjäger. Das sind aber alle Ganoven. ja, Voyou, sagt man in Französisch. Da sagte ich, also ich will bei den Voyou engagieren. Wurde dann Fallschirmjäger und hatte die große Chance, unter dem Befehl eines Leutnants sein. Der wurde unser Instrukteur. Er hatte die Offiziersschule in Nordafrika gemacht und hat uns alles expliziert, was er dort lernte. Also man hatte nicht die Möglichkeit, mehr zu wissen als er.
Dann hieß es, jetzt müssen Sie aber Fallschirmjäger werden. Und dann wurden wir zu den Polen geschickt. Deswegen sprach ich von Polen. Und bei den Polen, die waren sehr streng. Ich weiß noch, ich höre noch einen Kamerad zu sagen, dann, die Flieger, die Fallschirmjäger droppte, das war ein Loch unter dem Flieger. Die nannten das ein Hole. Und die Polen sprach kein Französisch. Da sagte er, ein guter Fallschirmjäger soll nie sagen, dass er Weg hat, wenn er durch das Hohl ungefähr 1 Meter auf den Boden fiel. Er sagte in Französisch, Parachutiste pas cassé, bon parachutiste. Parachutiste cassé, pas bon parachutiste. Er kannte keine anderen Wörter. Dann gingen wir nach Ringway, wie die Engländer. Die waren ganz anders. Da hatten wir Helme mit Pakapok, um uns nur kein Wehtun. Am Boden waren da weiche, also die taten alles, und damit wir uns nicht wehtun. Die Polen, da machten die lachen. Das war das Gegenteil von ihrer Methode. Dann fingen unsere Springen mit Fallschirmen. 2 sprangen von einem Ballon und dann noch 6 mit einem Flugzeug. Und dieses Flugzeug war ein alter, ganz aus Bretter. Die 2 Flügel? Flügel, ja, die machten das, wenn er flog. Für uns war das ganz egal. Aber die Engländer sagten, das sei la cercueil volant, fliegende, wo man in die letzten Tagen die Erde... Ja, Schrottkisten. Also, ja. Aber uns war das ganz egal. Und dann später, als wir erstens den polnischen Abzeichen hatten als Fallschirmjäger, dann das Englische, das Französische. Und dann wurden wir zurückgeschickt bei London und bekamen das Befehl, mit diesem Leutnant zu einer Militärbase von Flugzeugen, die Bombardier. Ich kann mich noch erinnern, man konnte nicht aus diesem Camp rausgehen. Das war sekret. Und da waren junge Frauen, die unsere Fallschirme wieder plié. Und diese Frauen, wie wir, konnten nicht aus diesem Raum ausgehen. Aber da haben wir etwas entdeckt. Die organisierten
am Abend, einmal in der Woche, Dancing. In Frankreich, das war verboten. Und als Kind, wenn man ein junges Mädchen fand und das uns gefallen können, da waren sobald die Eltern, wer ist der, was macht sein Vater, pass aber auf, nie in der Nacht, sobald die Sonne geht, nur zu Hause gehen. Da in England, das ganz anders. Die Mädchen, die waren als jung, also wir, 18, 20 Jahre alt, die organisierten Ball. Dann haben wir da etwas entdeckt. Kiss Dance, Lady Choice. Da blieben wir auf dem Stuhl und die Mädchen Suchten Sie aus? suchten sie uns aus. Das war für uns etwas ganz Komisches. Und dann kam ein dritten, das Licht ging aus und wir müssten die Mädchen küssen. Das war für uns etwas, das wir gar nicht kannten. No, warum nicht? Es tut nicht weh. Ja, natürlich. Und von da kamen wir zurück und dann wurden wir in die Special Air Service geschickt. Dann haben wir verstanden, dass de Gaulle keine Einheit kommandierte. Das waren nur die Engländer. Wir waren da eine Brigade, die war kommandiert von einem Schotte. Er hieß MacLeod. Als de Gaulle das entdeckte, sagte er, ein Schotte, das geht. Er hatte die Schotte gerne, aber nicht die Engländer. Obwohl er hatte gute Relationen mit Winston Churchill. Das war diese Elite-Einheit Special Air Service, diese Fallschirmjäger. Ja, da waren 2 britische Bataillone, 2 französische Bataillone und eine belgische Squadron. Und dann wurden wir von englischen Unteroffizieren trainiert in der Bildung der Special Air Service. Nichts zu tun, was die andere Truppe machten. Bei uns hieß es, 1, es sei es, der Tod ist, fehlt uns. Und der Krieg bei uns höchstens 11 Mann. Und wenn möglich, halb 6 und 5. Der Krieg, die wir erfunden haben, den Feind anzugreifen, sobald der Feind eine gute Reaktion hat, verschwinden und von der anderen Seite wieder angreifen. Hit and Run. Hit and Run. Sie sagen sogar, ein Special Air Service, der tot ist, ne sert plus à rien, hilft uns nicht mehr. Sie müssen töten, ohne erschossen werden. Das war für den Einsatz hinter den Linien gedacht. Das hatte gar nichts mehr mit zu tun mit der anderen Armee. Der Hitler hat das sogar so effizient gefunden,
dass er das Befehl gab, uns zu erschießen. Er sagte, wir seien rote Teufel, weil wir rote Berett hatten. Und für den D-Day wurden sie ausgebildet, dass sie da dann im Rahmen von dem Sturm der Normandie damit... Ganz genau. Und der General Montgomery kümmerte sich um diese Special Air Service. Nicht offiziell, obwohl er uns alle gesprochen hat und gesagt, das war für uns etwas Neues, 75 von euch werden nie ihre Familie finden, werden wahrscheinlich sterben. 75%. 75%. Das macht uns lachen. Das ist ja, das gab es nicht in der französischen Armee. Und wir haben nachher, wurde uns gesagt, dass alle unsere Missionen von Montgomery befohlen, obwohl Winston nicht immer seiner Meinung war. Und kam das Entschluss der Debarquement. Ich wurde abgesetzt mit Gleiter. Lastensegler. Ja, in der Bretagne. Und das war wunderbar. Wir wurden von Bomberflieger von Southampton bis die Bretagne flohen. Wir waren 15 Gleiter. Wir hatten das war, wie soll ich das sagen? Wir waren an den Flugzeugen einerseits und unsererseits mit einem Kabel gezogen und eine Linie, Telefonlinie, damit das Kontakt hatten. Un câble qui soulève l'avant du Planeur, Glider. Also das waren amerikanische Glider. Meine 2 Mitrailleurs waren beider Seiten von meiner Jeep und der Squadron Leader war hinter mir. Also hatten nur die 2 Piloten und ich auf der Jeep konnten den Boden sehen. Und da sah ich eine Straße mit einer deutschen Kolonne. Gut, die halbe 6 oder 7 landeten auf das gute vorgesehene Zone. Ja, und die andere halbe die Piloten wurden durch ein Haus war in Feuer. Das war ein Irrtum. Da wir der Kommandeur von unser Squadron hatte ich hinter meiner Jeep. Und wir hatten dann 2 Offiziere als Pilot. Und dann habe ich dann gesehen, unsere Piloten zuerst
rote Licht, dann grün. Grün will sagen, los. Und dann ging ich runter. Und als ich unten war, sprang ich von meiner Jeep und küsste die Erde. Die französische Erde. Ja, das sagte mein Kommandeur, also mein Kompanieführer. Was machst du? Ich küsse die französische Erde. Er war das war ihm ganz gleich. Das so, ja, gut. Ja, und jetzt, was tun wir? Sage ich, ja, die Deutschen sind hier rechts auf der Straße, 500 Meter von uns. Es wäre Zeit, dass wir ausreißen, bevor die schießen. Aber später habe ich gehört, dass die Soldaten nicht mehr in ihrer Wagen waren. Als sie uns sahen, sind sie gleich abgehauen? Sind entfernt, ja. Jedenfalls habe ich die ganze Jeeps hinter mir die Straße genommen. Damals in den bretonischen Feldern hatte man, da waren Müretten aus Steinen. Und damit wir da raus konnten, haben die uns die Steine entfernt, damit wir einen Weg hatten. Und da kam ich an die Straße, die uns an ein Dorf führte. Loco-Almendon hieß das Dorf. Und ich habe mich links gefahren, wie in England. Da sagte mir ein Freund, hey Müller, nicht links, hier sind wir in Frankreich, da müssen wir rechts fahren. Dann bin ich rechts gefahren und die anderen Freunde, da lachten wir alle. Und als wir an das Dorf kamen, sahen wir einen Bauer, der hatte noch Holzschuhe, Sabot, ich weiß nicht, wie das heißt. Und da hat er die Sabot geklackt, der hat wahrscheinlich Soldat, 14, 18. Er sagte, was wollen Sie? Haben Sie nicht Durst? Sagte ich, ja, wir haben alle Durst. Haben Sie Wasser? Er ging in sein Haus, kam zurück mit Glas Wasser? Glas Wasser. Ich dachte, da muss ich aufpassen. Das war kein Wasser, das war Schnaps. Dann sagte ich, nein, kein Schnaps. Da sagte er mir, ja, ein Soldat trinkt Schnaps, ein Soldat trinkt kein Wasser. Aber seine Frau kam mit Wasser in einem, wie heißt das? Topf oder Kessel oder Krug? Ja, nein, das war Eimer. Ganz nah. Und hat uns Wasser gegeben. Der war dann nicht zufrieden. Das ist doch nicht möglich, ein Soldat trinkt kein Wasser. Und ich hatte auf meinem Wagen, auf meiner Jeep, einen Mann, der war blessé. Wie heißt das auf Deutsch? Verletzt? Verletzt, ja. Weil er sein Kleider in einen Apfelbaum geflogen ist, ja. Aber ich habe den Kerl gar nicht gesehen, der wurde sofort genommen von der Resistance und in ein Couvent
Und wir gingen dann etwas weiter und fanden dann unser Kommandeur, der war ein Reservist, hatte nur einen Arm und da sagte uns die ganzen Männer in der Bretagne, die nur einen Arm hatten, wurden arrestiert von den Deutschen, nur ich nicht. Mich haben sie nicht gefunden. Und da sagte dann unser Kompanieführer, jetzt muss ich Ihnen aber leid tun, ich werde, er duzte alle Männer, sogar die Offiziere, ich werde deine Schwadron kommandieren. Ich muss die Alliierten sagen, was los ist in der Bretagne. Entweder ein Wagen, 2 Wagen oder 3 Wagen höchstens. Aber ich habe die Mission, das zu tun. Da hatten wir also fantastische Mission. Eines Tages sagte da unser Kommandeur, die Amerikaner wollen wissen, ob die Deutschen in Quiberon sind. Das ist Süd der Bretagne. Und wir wussten, wir hatten die Karten, wir wussten, wo und wie dorthin zu kommen. Da war eben, als die Straße abzweigt, Direktion der Südwest, Quiberon, da war ein Blockhaus. Und damals habe ich eine gute Nase. Ich wusste, ob Deutsche drin waren, die hatten die Schuhcreme. Ja, ganz genau. Das hat ein Odeur, das wusste ich erkennen. Die Franzosen, die schmeckten Rotwein. Und die Amerikaner und die Engländer hatten ein Produkt gegen Desinfektion. Desinfektion, ja. Aber nicht dasselbe Geschmack. Dann kam ich raus, sagten, das waren Deutsche. Aber ist niemand drin. Sagte, gut, dann gehen wir weiter. Und dann fielen wir auf eine Portion der Straße, da waren Tellerminen, deutsche Tellerminen. Sie sind gebraucht für Tank. Für Panzer. Für Panzer. Wir haben das gesehen in England. Und die waren mit einem Schnur? Nein, kein Schnur. Metall, Stahl. Aha. Unter ihnen verbunden. Wenn sie eines ziehen, Alle. sprang alles. Dann hatten wir zuerst so die deutschen Truppen in der Bretagne Zurückzudrängen. Also zu stoppen, dass sie nicht. stoppen. Ja, das waren ungefähr 20.000 Mann. Wenn die damals ohne uns in die Normandie gegangen wären, hätten die Amerikaner gar nicht können landen. Ich habe das Ort gesehen. Meer, Straße und dann
eine Höhe, dass man nicht ohne Material nach oben kommen konnte. hochkommen. Ja. Und wenn die Deutschen dort Auch da gewesen wären. ja, ohne uns hätten die nie landen können. Sobald die Bretagne frei war, Da gibt es eine Episode, wie sie die Bretagne befreit haben. Da. ja, diesen Tag war ich in Vannes. Aber da ist etwas komisch. Ich habe ein Rad vor, das ist gar nicht normal. Das ist, weil ich nachts ohne Licht und der amerikanische Panzer hatte auch kein Licht. Ich habe 90 Kilometer, das ist nicht sehr. Und ich sah nur die Bäume auf der Seite der Straße und einmal habe ich einen Berg gesehen. Das war der erste Panzer der Amerikaner. Und ich habe wohl gebremst, er auch. Ich höre nur noch schreien, Stop! Und da habe ich mit der Jeep unter den Panzer deswegen ist das Rad ist vor der Jeep statt auf der Jeep. Wegen dieser Sache. Wir haben in einem Dorf das erste Mal in ein Hotel gegangen. 2 Mann pro Zimmer. Ich war mit dem Kompanieführer. Und ich hatte dasselbe Raum. Er hat gesagt, wir schlafen in Uniform mit Schuhe. 5 Uhr morgens hörten wir, die Deutschen kommen. Gut, dann gingen wir raus, 5 Minuten nachher unter Motoren. Eine Distanzsache von dieser Straße. Dann nahm ich die Straße, ich war immer der erste Wagen, der erste Jeep. Und kaum zuerst sehr, sehr schnell und dann langsam. Und da fielen wir auf einen Lastwagen, deutscher Lastwagen. Ich stoppte, der Lastwagen auch, dann stand ich auf, zog die Bremse, aber ließ den Motor Laufen. laufen. Dann sagte ich zu dem Hauptmann, der die Leute befiel, ergeben Sie sich, die Amerikaner sind hinter uns. Da sagte er, der Hauptmann, nein, 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 zurück, zurück. Seine Leute sprangen links. Ich gab mit dem Fuß zu meinem Mitrailleur avant. Er soll schießen. Der hatte geschossen. Die Kerle fielen in die Graben. Und der Hauptmann sagt, nein, 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 entfernt euch, zurück, zurück. Und ich laufte ihn hoch und sagte, halt oder ich schieße. Der hat sich tatsächlich gehalten und mit seiner Pistole schoss er zweimal an mir. Aber er hat ein schlechter Schießer. Und ich mit meiner Karabiner habe 2-mal geschossen und er fiel leider tot. Für nichts. Denn 8 Tage später haben die 2 Bataillone sich ergeben. Und das waren 2500 Männer. Wie sie sahen, sagte ich, unsere Wagen müssten da stehen bleiben.
die Mitrailleuse nach dem Himmel, um zu zeigen, dass wir keinen Kampf wollen. Dann ging ich zu den Leuten und fand einen Matrose. Ich wusste nicht, wie man deutsche Matrose, wie die ihn nannten. Da habe ich gesagt, Herr Oberst, das war nicht das gute Wort. Wollen Sie sich ergeben? Da sagt er, ja, ich will wohl, aber ich weiß nicht, ob die anderen Offiziere das auch wollen. Da sagte ich, ja gut, fragt. Dann fragt er, ja, Sie wollen sich ergeben. Wie sind Sie? Das ist gefragt, 2500. Dann waren 2500 Deutsche mit vielen Maschinengewehren, Kanonen gegen Flieger, Kanonen gegen Panzer. Aber sie wollten sich ergeben. Dann habe ich selbst mit meinem Wagen vor diese Leute, ein anderer hinten und die dritte Wagen mussten die aufpassen, ob alles gut geht. Ja, ich habe den Kommandeur der Marine gesagt, können Sie sich an der ersten Waage der Kolonne bleiben? Sagt er, ja, natürlich. Aber, sagte er, wenn ein Terrorist schießt, dann kann ich nicht mehr machen. Ja, das wäre entsetzlich. Meine Truppen, die werden alle schießen. Am Abend sagt der Mann, die Kommandeure sagen, sie sind müde und wollen hier in ein Dorf die Nacht übergeben. Der Bürgermeister sagt, wie soll ich die Leute hier alle zusammenbringen, oder? Ja. Einen Haufen. Sagte ich, aber Sie haben doch die Befehle, französische Truppen unter Dach zu bringen. Und da sagt er, ja, ich habe wohl Befehle für die Franzosen, aber nicht für die Deutschen. Ich habe gesagt, das ist kein Unterschied, ob Deutsche oder Franzosen. Sie haben die Befehle dafür. Gut, schön, das machen wir. Mein Kommandeur lachte. Er sagte, gut, hör mal, Müller, kümmere ich die Sache, was wollen Sie? Also da sagte ich, der Kommandeur der deutschen Truppe, wollen ein Restaurant. Sie haben Hunger. Dann sah ich etwas Witziges. Der Bürgermeister war ein Reserveoffizier. Da habe ich gesagt, also bitte ziehen Sie Ihre Uniform an. Hat er sich die Uniform an mit einer französischen Pistole. Mein Offizier mit seinem Colt und die Deutschen mit ihren Pistolen. Und die gingen alle ins Restaurant, endlich etwas zu essen bekommen. Und der Restaurateur hat alles gefunden, was er notwendig hatte. Der hatte eine entsetzliche Angst vor den Deutschen. Und ich sagte dann, gut, ich werde einen Wagen am Ende des Dorfes und die andere Seite, da war nur eine Straße. Und sagte ich zu den deutschen Kommandanten, die bei mir waren, ich bräuchte einen deutschen Unteroffizier und diese Nacht aufpassen, dass nichts passiert.
Jawohl, natürlich. Da kam ein Oberfeldwebel, der sagte, wir beiden werden dann aufpassen. Am Anfang vor jeder Haus waren dann ein Franzose und ein Deutscher. Gewehr auf der Seite, keine Munition in den Gewehren. Um 4 Uhr morgens waren sie alle am Boden und der eine gab dem anderen Zigaretten, der andere gab dem Brot oder Schokolade. Dann habe ich verstanden, dass alle Soldaten der Welt Brüder sind. Nur die Diktatoren zwingen sie, in den Krieg ziehen zu müssen. ja, Die Hinteren, nicht die, die das dann ausführen. ganz genau. Das war für mich etwas Neues. Das habe ich verstanden. Alle Soldaten der Welt sind Brüder. Nur die Verrückten schickten sie zu kämpfen. Und morgen wurden die Deutschen wieder ihre Position von gestern ganz genau dieselbe. Und wir hatten unser Kommandeur gesagt, was da vorkommt. Und ihn gefragt, dass die Amerikaner durch Nevers, denn da waren keine Brücken mehr, mussten die Amerikaner von Nevers auf dieser Seite der Loire kommen, um die Gefangenen zu nehmen. Ich sehe heute noch, da war ein Hauptmann, der sagt, aber die haben ja alle ihre Waffen. Ich sage, natürlich. Aber mit 3 Jeep konnten wir nicht die Waffen, die Kanonen, also machen sie wie wir. Die werden ihnen folgen und wenn sie in das Kriegslager für Gefangene sind, sagen sie, die Kanonen hier, die andere Waffen da, die einzelnen Waffen hier, die werden das ganz gut tun und da werden keine Sorgen. Da sagte der zu mir, die französischen Fallschirme, sie sind alle verrückt. Das sagte ich von meinem Kommandeur, der sagt, sage ihm, dass er ein blöder Kerl kann Dummheit sagen, aber das habe ich nicht übersetzt. Und dann gingen sie weiter und wir wiederholten unsere Mission. Dann hatten wir die Pflicht, Süden der Loire bis Nevers und die Briten und Amerikaner Nord auf der Loire. Und so kamen wir bis nach Nevers und die Alliierten nach Straßburg und die anderen, die unten da von Nordafrika auch dieselbe Weg nach Straßburg. Das kam dann so zu. Leider hatten die Amerikaner kein Benzin, hatten keine Munition mehr. Dann blieben sie in der Stadt St. Avold stehen und ich bekam meine erste, wie sagt man noch? Fronturlaub. Urlaub. Und kam nach St. Avold.
Da sagten die, ja, Sie können nicht nach Vorbach gehen, wir können nicht weitergehen. Die kümmern sich nicht über die Grenze. Die Hauptsache, sie sind hier und sie warten dann Munition und Benzin. Sie wollten die Eltern finden. Ja. 2 Jahre nichts gehört von den Eltern und Ganz genau. umgekehrt auch nicht. Und dann sagte ich will nach Vorbach gehen, meine Eltern zu finden. Da sagte der Hauptmann, der sich um diese Sache kümmerte, das ist aber eine gute Idee, ich werde Ihnen 10 Mann geben mit einem Unteroffizier, gehen Sie nach Vorbach und bitte macht 1 oder 2 Gefangene, damit wir wissen, was vorgeht dort. Und dann erfahre ich, dass meine Eltern schon auf der guten Seite sind. Das war für mich eine gute Lösung. Und der Unteroffizier der amerikanischen Soldaten, der hat aufgemacht. Denn das war sehr, sehr gefährlich. Und ich habe meine Eltern gefunden. Und nachdem gingen wir wieder nach England und mussten nach Holland gehen. Ja. Montgomery sagte, man muss die Franzosen dorthin schicken, weil eine kanadische Division konnte nicht mehr vorwärts gehen. Und der General wollte, dass die Briten die Kanäle bombardieren. Aber die Königin von Holland war in England mit seiner Regierung. Und die sagte, bitte tun, das ist nicht möglich. Hunderte von Jahren haben wir, weil dieses Teil Hollands unter der Flache vom Meer, deswegen haben die Kanäle gebaut. Und dann hat Winston Churchill gesagt, gut, ich will Fallschirmjäger und natürlich die SAS schicken. Dann sagte damals der General Montgomery, dann schicken wir die Franzosen. Ja, warum Franzosen, warum nicht die britische? Weil die schlauer sind. Winston hat das gar nicht gern gehört. Und da sind Sie dann abgesprungen über Holland? Ja. Mit einer Schwierigkeit, als wir von England mit dem Flieger war der Himmel klar. Aber als wir in Holland kamen, waren dort also bewölkt und keine gute Sicht. Keine Möglichkeit, den Boden zu sehen. Und ich höre noch, der Squadron Leader fragte an jeder Bomber, ob wir abspringen wollen. Und alle haben gesagt, wir springen. Wir wissen, dass es nicht möglich ist, so zu landen, was vorgesehen war. Aber es war keine andere Lösung. Da etwas für mich ein gutes Andenken. Ich sprang, himmelklar, unten weiß. Alles weiß und wir kamen unter den Wolken. Ja, und dann sah ich den Boden
und da war ein rundes, das war ein bisschen weiß. Und da dachte ich, das ist Wasser. Wir hatten unsere Last am Bein, etwa 10 Meter unter uns. Da sagte ich, wenn es Pluff macht, ist es Wasser. Wenn es Bumm macht, ist es Erde. Und es war Erde. Und das Licht, das waren Blumen. Weiße Blumen. Und als wir an dem Brunnen waren, bin ich von der Erste vom Stick nach hinten ging und der Chef von hinten vorwärts. Und wir hatten alle kein Problem. Alle Männer waren in guter Form und ging wie vorgesehen, fanden einen Wald wie vorgesehen, aber nach 300 Meter kamen wir auf ein Haus, das war aber nicht auf meiner Karte. Also waren wir nicht am guten Ort. Dann gingen wir in das Haus und ohne zu klopfen natürlich und Männer damit wir nicht in Gefahr werden. Und da fand ich einen Mann und 2 Mädchen. Habe ich meine Karte auf den ein Tisch, ja. Und da sagte der Mann, Sie sind hier. Das war 9 Kilometer von der guten Landungszone entfernt. Aber das war uns egal. Wir hatten eine Mission. Die Deutschen, wir waren etwa 10 Kilometer von der Grenze. Und die Garnison schickte ihre Kerle, die hatten alle elektrische und telefonische Leitung abgeschnitten? Abgeschnitten, ja. Erstens waren es Kerle mit Motorrad. Die haben wir eben gefangen genommen. Dann kamen Autos, dasselbe. Und schließlich nicht mehr. Dann habe ich zu meinen Leuten gesagt, jetzt müssen wir hier wahren und aufpassen, wer nach Deutschland geht. Das waren entweder Deutsche, weil die Familien mit ihren Männern dort waren, zwar Holländer. Und dann fragte ich nach den Ausweisen. Da habe ich die Deutschen zurückgeschickt und Holländer passieren lassen, damit die Deutschen, die noch hier waren, uns attackieren. Habe ich einen Mann in einen Baum geschickt, die anderen auf beide Seiten der Straße. Und auf einmal sagte der im Baum war, da kommen sie. Und ihre Helme, die in der Nacht sichtbar waren, da sagte ich, das sind aber keine Soldaten. Deutsche Soldaten haben alle Tuch, das man nicht sehen kann in der Nacht. Und dann sagt er, sie gehen von da links nach rechts. Und ich war auf der rechten Seite mit einem anderen Unteroffizier. Und dachte, was sind diese Leute? Da habe ich den Mann, der im Baum war, runtergeschickt. 4 Mann links und 3 Mann
rechts. Ich war an der rechten Seite und wartete. Auf einmal sah ich einen Unteroffizier mit einem Sturmgewehr. Er sah mich und schoss auf mich. Ich war auf der Seite der Straße und Kopf auf den Boden. Der Mann wusste nicht, wie ein Sturmgewehr zu bedienen ist. ja. Und er schoss die ganze Also die ganze Munition. Munition einer, ich weiß nicht mehr, wie Salve. Ja, das sind ja 12 Kugeln, denke ich. Und als ich hörte, dass die letzte Kugel fort war, stand ich auf und sagte, ergebt euch. Und er antwortete nicht. Ich holte eine andere und setzte das in sein Sturmgewehr. Ich habe dann keine ich muss ihn abschießen. Habe ich ihn abgeschossen. Leider. Es war ein armer Kerl. Und dann habe ich gesehen, das waren Männer von da war ein Flughafen. Und das war die Musik. Die hatten keine Männer mehr, außer der Musik. Die armen Kerle wurden nicht ausgebildet für diese Waffen. So muss ich abschießen. Dann war es am Ende. Wir hatten 3 Tage, es sollte nur 3 Tage dauern und wir hatten keine Munition mehr und nichts zu essen. Und das hat 7 Tage gedauert. Dann habe ich gesagt, jetzt ist es das Ende. Ich weiß, wohin gehen und dort werden wir schlafen und morgen werden die Kanadier bestimmt hier sein. Dann kam, als die Sonne aufging, hörten wir ein Flugzeug, das war ein englisches Flugzeug, der sah uns, weil wir hatten 2 weiße Bänder aus. Und er sah uns. Er flog zu uns und machte das mit seinem Flieger, dass es hieß, ich sehe euch. Dann ging er nach Norden und machte dasselbe. Das ist ihre Richtung. Und die nahmen ihre Richtung und fanden die Kanadier. Und das waren Kanadier vom Süden, die sprachen alle Französisch. Da sagte der Kerl, aber so eine Maschinenpistole, das würde mir gefallen. Wir hatten 3 Waffen, Maschinenpistole, Karabiner und Colt. Dann gab ich ihm meine Maschinenpistole, war froh. Und das war am Ende. Und dann war der Krieg aus. War es fertig. Merci, dass Sie jetzt so Ihre großartige Geschichte zusammengefasst haben. Leider ohne die technischen Wörter, die ich ganz vergessen habe. Ist es für Sie in Ordnung, vielleicht noch 10 Minuten, 15 Minuten so ein paar Reflexion, Fragen so? Bitte schön. Ja. Weil ich habe auch gelesen, dass jetzt heute einen neuen Kampf kämpfen, und zwar den Kampf um die Erinnerung
Ganz gegen genau. das Vergessen. Ich bin der Letzte, der noch im Leben ist von den SAS und der Letzte der Franzosen, der damals nach Frankreich kam. Der abgesprungen ist Ja. im Rahmen des Ich bin D-Days. der Letzte. Ja. Der letzte Mohikaner. Ja, und wirklich machen sie ein Buch. Ich habe einen, aber nur Welt des Krieges. Aber jetzt machen sie ein Buch von meiner ganzen Zeit, ich unter der Uniform bin. Und das Buch wird verkauft in alle Bibliotheken Frankreichs. Boah. Vorteil, wenn die mir schreiben, kann ich Ihr Buch haben, sage ich, die nächste Bibliothek hat das Buch. Und das ist der erste Regiment. Ich bin der Pate von dem Regiment. Weil 2016 wurden sie auch mit dem Grand Croix de la Légion d'honneur Ja. ausgezeichnet geworden. Der höchsten Auszeichnung Frankreichs. Ganz genau. Und wir sind nur 6 ehemalige Offiziere, nur 6. Die Also ist einer oder 2 warten, dass ich sterbe, damit sie auch diese rüber bekommen. Das Grand Croix, Ja, ganz genau. mit dem sie auch bei diesen ganzen Gedenkveranstaltungen immer auch zu Gast waren. Da haben wir jetzt gerade das Foto gesehen mit Präsident Biden. Das ist das Bild. Omaha Beach. Omaha Beach. Dann mit dem französischen Präsidenten gibt es das Foto dann 2025, waren es da in Paris oder? Ja, Also und nachher, wo die Amerikaner landeten. in der Normandie. Ja. Warum ist das wichtig für Sie, dass Ihre Geschichte so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen? Auch uns als Deutschsprachige. Wir haben extra aus Österreich heute zu Ihnen fliegen dürfen nach Frankreich. Dank dem Monsieur Oliver Wetze, der das auch in die Wege geleitet hat, der die Interviews auch gesehen Ganz hat. genau. Warum genau. haben Sie uns heute das erzählt? Warum ist es für Sie wichtig, dass Sie die Geschichte Ihnen, weitergeben? nicht von Ihnen. Ja. Aber ich sage wieder, ich habe nie ein Österreicher. Ja. Aber warum ist das wichtig für Sie, dass Sie das erzählen? Warum ist das wichtig? Warum? Man darf nicht vergessen. Diese Kämpfe für nichts, die Toten für nichts, nur weil ein Hitler und bei den Russen Stalin waren die Schuldige dieses Krieges. Die ganz oben, aber auch ganz hinten sind und nicht an der Front. Ganz genau. Weil auch an Schulen erzählen Sie Ihre Geschichte. Immer wieder sind Sie Ja. in Schulen auch zu Gast Alle und erzählen. Schulen und auch natürlich die Offiziersschule in der Bretagne. Dort ging ich oft, denn die Instrukteure heute, die haben keinen Krieg gemacht. Die kennen die Geschichte nicht. Wie Sie gesagt haben, Sie sind jetzt der letzte Überlebende der France Ganz genau. Française Libre im Rahmen der SAS, der Ja. das miterlebt hat. Sie haben... Und die letzten SAS, die Franzosen, wir telefonierten uns und wir sagten, wer von uns will der letzte Mohikaner. Mohikan sein. Also bin ich heute der letzte der Mohikan. Da haben Sie auch da mal in Memoriam so einen Text verfasst, so die Geister der Jugend. Ja. Ich mache jetzt noch in den Schulen
erzähle ich, warum der letzte Krieg ist eine Schande. Eine Schande. Wir sind ja alle Brüder. Wir sind ja alle Europäer. Warum mussten diese zwei Männer, Stalin und Hitler, uns zwingen uns bekämpfen? Wie viele Tote für nichts? Entsetzlich. Und heute? Es darf nicht mehr bekommen. Wir müssen wie ich Ihnen vorher sagte, alle Länder, alle Staaten müssen verbunden werden. Les États-Unis d'Europe. Vereinigtes Europa. Vereinigte Staaten Europas. Ich habe deutsche ich war nämlich in Freiburg Breisgau Verbindungsoffizier zu deutschen Behörden. Und damals habe ich deutsche Studenten bekannt. Und die sagten, was ich eben hoffte, 45 Vereinigte Staaten Europas. Und er sagte sogar, und der erste Präsident sollte Franzose sein, der dankte an de Gaulle. Nur de Gaulle wollte zuerst wieder Frankreich in seiner Grenze ein Staat, starker Staat. Wo Sie einen so großen Beitrag geleistet haben für ein freies Frankreich, für ein freies Europa. Ganz Sie genau. haben 8 Monate haben Sie sich durchgeschlagen von Vorbach, bis Sie dann nach England kommen können. Ja, das ist meine Geschichte. 8 Monate, nur um dann selbst an vorderster Front Europa befreien zu können. Ja. Was haben Sie da persönlich daraus gelernt aus der Zeit? Kein Krieg mehr. Frieden, sonst nichts. Wir sind alle Brüder. Und die heutige Geschichte mit Iran ist entsetzlich. Frankreich ist auch da, aber nur im Falle es notwendig ist. Wenn die Sache beendet ohne unsere Armee, das wäre das Beste. Was ist wichtig im Leben? Frieden, Freiheit. Jeder darf seine Zukunft machen. Durch Studien oder Arbeit. Aber hauptsächlich Frieden. Alle Menschen sind Brüder und Schwestern. Keine Zukunft ohne diese Idee. Das ist gestern 80 Jahre geheiratet. Na, 80 Jahre verheiratet. Ja. Das ist. Wie haben Sie damals Ihre Frau kennengelernt? Ihre Frau? Das erste Mal sah ich sie in Paris am 1. November 1944. Der Krieg war noch nicht fertig. Und ich hatte Freunde, die ich in... Das ist das Foto. Das sind wir zwei. Oh, merci. Wir heirateten am 30. März 1946.
30. März 1946. Ja. Und vorgestern sind sie 80 Jahre 80 verheiratet. Jahre verheiratet. Vorgestern. Ja, ganz genau. Also 80 Jahre. C'est à Paris, ça. Im- À Paris. Ja, das ist in Paris. Also ich habe jetzt mittlerweile über 60, 100 Jahre alte Menschen interviewt. 60, 100-Jährige. Ja. Aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der 80 Jahre verheiratet ist. 80 Jahre. Das ist, ich weiß gar nicht, was der Ausdruck dafür ist, weil 50 Jahre ist goldene Hochzeit. Das kann man nicht. Ich weiß gar nicht, ob es aber jemanden gibt. Ja, so ist es. Ich hätte nie das gesagt. Was ist der Sinn im Leben? Freiheit, Liebe unter aller Menschen. Nicht vergessen. Nicht vergessen, aber denken, dass es nicht mehr vorkommt. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Frieden. Frieden, Verständnis unter den Völkern. Freiheit. Alle Länder, alle Völker, Brüder. Kein Krieg mehr. Frieden, sonst nichts. La paix dans le monde entier. Plus de guerre.